Hallo meine lieben Menschen, es geht wieder los mit einer Folge Einfach Sanja. Ja, Angst und Tinnitus. Ich habe in den letzten Folgen viel über Angst gesprochen, was Angst überhaupt ist, wie es entsteht, wofür es da ist und wie wir damit umgehen lernen können. Und heute möchte ich mir den Tinnitus und die Angst mal zusammen anschauen. Wer die letzten Videos noch nicht gesehen hat, letzte lohnt sich auf jeden Fall. Da geht es vor allem darum, was Angst ist und wie es unser Überleben sichert, wie wir durch Angst auch Gefahren erkennen und unser Körper darauf reagiert. Ja, aber wie erkennen wir diese Gefahren? Wir erkennen diese Gefahren über unsere Sinnesorgane. Das Hören, Sehen, das Riechen. Schauen wir uns mal das Hören an. Das Hören ist nicht nur da, um schöne Musik zu hören, um Vogelgezwitscher zu hören oder eben nette Gespräche zu haben. Das Hören ist vor allem auch da, um Gefahren zu erkennen. Das bedeutet, wenn wir ein neues Geräusch hören, dann wertet es unser Gehirn als Gefahr oder nicht Gefahr. Und wenn wir das Geräusch nicht kennen, es sich unheimlich anhört, dann schaltet unser Gehirn auf Gefahr. Ja, dann werden wir sozusagen hellhörig, wir hören nochmal hin, unsere Ohren spitzen sich und wir schauen, was da los ist. Wie ist es denn dann, wenn wir auf einmal einen Tinnitus haben und ja, ein alltägliches Pfeifen sich reinschleicht? Genau richtig, und zwar unser Gehirn kennt das Geräusch nicht und schaltet erstmal auf Gefahr, also schaltet sich die Angst ein. Noch dazu sind wir es eher gewohnt, Gefahren im Außen zu suchen, sage ich mal, und auf einmal kommt die Gefahr von innen. Man verliert auch so ein bisschen das Körpervertrauen, man hat Angst, was da genau in einem passiert. Das zeigt sich auch vor allem dadurch, dass man eben diese Ursache sucht. Bei ganz vielen Ärzten zu Besuch ist, um endlich diese Ursache für dieses Geräusch zu finden. Meist erfolglos. Wieso ist es wichtig, dass wir das erkennen oder wieso erzähle ich das? Das hat mir sehr viele Erkenntnisse gezeigt, dass ich die Wahl habe, wie ich meinen Tinnitus bewerte. Es ist ganz normal, dass am Anfang, es ist ein unbekanntes Geräusch und es ist ein ganz normaler Mechanismus, das Gefahren wittert sozusagen und erstmal auf Angst schaltet. Aber wenn ich das dann schon länger habe, dann habe ich die Wahl, meine Perspektive zu wechseln und den Tinnitus nicht als Gefahr abzustempeln, sondern eben als ein körperliches Signal. Genauso wie Schmerzen. Schmerzen sind Symptome für bestimmte Ursachen und so ist auch ein Tinnitus ein Symptom. Wir wissen ja auch, dass der Tinnitus nicht im Gehörgang entsteht, sondern im Bereich des Gehirns. Das bedeutet, im Gehirn passieren Vorgänge, die dieses Signal sendet. Deswegen macht es mehr Sinn, nach innen zu schauen und zu schauen, was da genau los ist. Mein Rat ist es deswegen, sich bewusst zu werden, dass es eine ganz normale körperliche Reaktion ist, auch eine geistige, dass wir den Tinnitus erstmal als Gefahr, als Angst, wir wollen es weghaben. Wir haben aber die Wahl, die Perspektive zu wechseln, die Sichtweise sozusagen und zu sagen, hey, dieser Tinnitus tut mir nichts. Das ist auch bewiesen, dass es keine körperlichen Schädigungen davon gibt. Die einzigen Schädigungen, die man von Tinnitus hat, ist Stress, Depression und andere psychische Störungen. Das bedeutet, dieses Signal kann uns nichts. Es ist einfach nur ein innerliches Signal, das wir subjektiv wahrnehmen. Es ist unsere subjektive Wahrnehmung, ob er laut oder leise ist. Das bedeutet, wir müssen unsere Wahrnehmung, unsere Sichtweise, unsere Bewertung des Tinnituses verändern, um dann eben auch den Umgang mit dem Tinnitus zu verändern. Und dann kommt natürlich auch, ja, wenn man den Körper vertraut und sagt, okay, das ist jetzt ein körperliches Signal und ich achte mal drauf, wann es sich meldet, wann es da ist, dann können wir auch mehr Körpervertrauen gewinnen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mein Tinnitus ist mein eigener innerer Kompass. Ich weiß, wann mir etwas zu viel wird. Ich weiß, wann ich etwas nicht mag, wenn ich gestresst bin, wenn ich übermüdet bin. Und das war ein Prozess. Ich musste erstmal lernen, den Tinnitus einfach anders zu bewerten, anders wahrzunehmen und meine Perspektive zu wechseln. Denn letzten Endes können wir nicht entscheiden, ob wir krank sind oder nicht. Wir können auch nicht entscheiden, ob der Tinnitus da ist oder nicht, aber wir können unsere Perspektive wechseln, wir können unsere Sichtweise da wechseln. Das möchte ich euch mitgeben. Versucht erstmal eure Sichtweise zum Tinnitus anzuschauen und da einfach mal das zu wechseln, zu verändern. Den Tinnitus zu einem neutralen Geräusch zu machen. Manche werden den Dr. Scharf kennen und der hat etwas Wundervolles gesagt. Und zwar, wenn wir aufhören, nach dem Warum zu fragen und uns darauf konzentrieren, wie wir darauf reagieren, dann kommt der Reifeprozess, also der Veränderungsprozess. Und ich finde, das hat er sehr schön gesagt, weil
Es ist weniger das Warum wichtig, es ist wichtiger das Hier und Jetzt und wie wir das wahrnehmen, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast bei einer Folge Einfach Sanja. Vielen Dank für jeden Like, für jeden Zuschauer und es lohnt sich auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr über den Tinnitus, über psychosomatische Störungen erfahren wollt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Ciao, ihr Lieben.